Sind neutrale Länder als Auswanderungsländer ganz besonders zu empfehlen, also Länder, die nicht in der NATO sind oder sich immer gerne auf ihre militärische Neutralität berufen haben? Das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch kurz eine Meldung in eigener Sache. Wir veranstalten ja regelmäßig hier Seminare und Reisen mit unseren Mandanten und demnächst wird es auch wieder ein Plan B-Seminar in Zürich geben. Dort hat sich übrigens auch Generalaußerdiensten Erich Warth wieder für angekündigt. Er war schon bei den letzten Veranstaltungen dabei und wir haben hochbrisante und sehr interessante Unterhaltungen mit ihm gehabt, hinter verschlossenen Türen, zum Thema Geopolitik, welche Länder sicher sind. Und das ist wirklich eine faszinierende Erfahrung. Wenn dich diese geopolitischen Themen interessieren, wenn das Risiken sind, denen du vor allen Dingen entkommen möchtest, und für viele Mandanten steht das ganz klar ganz oben auf der Tagesordnung, auch wenn es um die eigenen Kinder geht, dann würde ich dir raten, dir einmal hier diese Events anzuschauen, insbesondere das Plan B-Seminar in Zürich. Link dazu ist auch hier in der Beschreibung dieses Videos beziehungsweise im ersten gepinnten Kommentar. Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen. Alle reden momentan hier vom Thema Auswandern, auch hier auf YouTube. Und da nimmt es kein Wunder, dass es besonders viele Videos gibt, die hier bestimmte Länder als besonders empfehlenswert herausstreichen. Ich habe mir einige dieser Videos angeschaut und musste bei vielen ziemlich schmunzeln, denn aus meiner Sicht sind diese Listen ohne Sinn und Verstand zusammengestellt. Zunächst mal muss man sich natürlich fragen, nach welchen Kriterien man ein Auswanderungsland auswählt. Will man sicher sein vor der Wehrpflicht oder hat man generell Angst vor einem Krieg in Europa? Geht es um steuerliche Motive, um ein einfaches Leben, niedrige Lebenshaltungskosten? Die Liste der möglichen Kriterien ist lang. Das heißt, hier grundsätzlich zu sagen, diese Auswanderungsländer sind gut oder schlecht, das halte ich schon mal für höchst problematisch. Es hängt eben tatsächlich hauptsächlich von der Gesamtsituation ab. Ziehe ich alleine um mit Familie, als Rentner, als Unternehmer, Freiberufler etc. pp. In diesem Video möchte ich mich einmal auf die geopolitische Situation fokussieren und auch das Thema Wehrpflicht und welche Länder dort möglicherweise gut sind oder nicht gut sind. Es geht nämlich um die sogenannten neutralen Länder. Ich hatte ja schon einige Videos hier gemacht zu dem Thema, welche Länder sicher sind im Falle eines Dritten Weltkrieges zum Beispiel. Ich werde das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber ganz klar, die Länder im Südkegel Südamerikas, also im südlichen Teil Südamerikas und natürlich auch Länder wie Neuseeland oder auch Australien sind sehr sicher. Aber das ist vielleicht vielen zu weit und auch ist es nicht immer ganz einfach, dort eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen, wenn wir über Neuseeland oder Australien sprechen. Für viele also nicht wirklich praktikabel. Deswegen gibt es eben gerade hier auf YouTube auch immer Empfehlungen, auf solche neutralen Länder auszuweichen. Das heißt Länder, die eigentlich in Europa sind, aber zum Beispiel nicht Teil der NATO sind. Und vielleicht auch sonst noch hier relativ abgelegen sind. An was für Länder müssen wir hier denken? Zypern, Malta, Irland, die Schweiz, Österreich. Diese 5 Länder werden hier häufig genannt. Sicherlich, ich bin ein Befürworter der Neutralität, also insofern grundsätzlich ist natürlich dieser Neutralitätsgedanke schon etwas, das einem einen gewissen Schutz bietet in einer solchen Situation. Sagen wir es einmal vor einem Angriff oder auch wenn man der Wehrpflicht entkommen möchte als deutscher Mann oder möglicherweise auch als deutsche Frau in Zukunft. Aber sind diese Länder wirklich so sicher? Was sicher ist oder nicht, hängt eben auch stark von der persönlichen Haltung und von der persönlichen Meinung ab. Und natürlich auch vom persönlichen Sicherheitsbedürfnis. Eins ist klar, fast alle Länder sind sicherer als Deutschland. Und warum ist das so? Nicht, weil die Deutschen besonders kriegsfreudig sind, aber weil Deutschland aufgrund seiner geografischen Lage geschichtlich, traditionell immer der Mittelpunkt für militärische Konflikte war. Und ich rede jetzt nicht nur vom Zweiten Weltkrieg und vom Ersten Weltkrieg, die ja Deutschland beide begonnen hat, sondern zum Beispiel auch von Kriegen wie dem Dreißigjährigen Krieg. Da ging es eigentlich gar nicht um deutsche Interessen. Trotzdem wurde er aufgrund der geografischen Lage in Deutschland ausgefochten und unendlich viele Deutsche sind dabei gestorben. Ähnlich wäre es sicherlich auch mit einer zukünftigen militärischen Auseinandersetzung hier im Osten Europas. Sagen wir einmal, es kommt zu einem Krieg mit Russland, dann wird Deutschland ganz sicherlich die logistische Plattform sein, um hier Truppen zu verschieben, um Materialtransporte zu organisieren, um natürlich auch bestimmte Operationen hier zu leiten. Viele wissen vielleicht nicht, dass Deutschland zwar gemäß Gerhard Schröder nicht in den Irakkrieg involviert war, aber der Irakkrieg wurde komplett von deutschem Boden aus, von Militärbasen auf deutschem Boden aus gesteuert. Ja?
Also das heißt, Deutschland spielt hier eine herausragende Rolle. Deswegen kann man pauschal sagen, fast jeder Ort auf der Welt ist sicherer als Deutschland, wenn es um einen möglichen militärischen Konflikt im Osten Europas zum Beispiel mit Russland geht. Sagen wir zum Beispiel mal zwischen Polen und Russland oder den baltischen Ländern und Russland. Das heißt, auch wenn du auf Mallorca bist oder auf Ibiza oder in Großbritannien oder in den Ardennen in Frankreich, man kann davon ausgehen, dass du überall sicherer bist als in Deutschland. Punkt. Alles, was östlich ist von Deutschland, ist in diesem Fall ja sowieso tabu, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das heißt, du kannst im Grunde genommen sagen, als Minimalziel, dich aus Deutschland wegzubewegen, egal wohin, ist eigentlich schon mal ziemlich sicher. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hier einem Konflikt entgehst, relativ groß. Ich spreche jetzt nicht von einem Atomkrieg, ja. Also wenn ein Atomkrieg kommt, dann haben wir sowieso alle verloren. Außer du bist auf der Südhalbkugel vielleicht und in Australien und Neuseeland. Ich spreche jetzt von einem konventionellen Krieg und natürlich, wie gesagt, auch immer von der Wehrpflicht. So, aber manchen reicht natürlich hier diese allgemeine Aussage nicht aus, dass man überall außerhalb von Deutschland sicherer ist als in Deutschland. So, und unter der Annahme, dass man nun hier Europa nicht verlassen kann, aus familiären Gründen, beruflichen Gründen oder persönlichen Gründen, was auch immer, und man will nun in Europa bleiben, dann schaut man sich eben die neutralen Länder in Europa an, die Länder, die ich vorhin genannt habe, und denkt sich, naja, wenn ich dahin umziehe, dann werde ich schon mal auf jeden Fall sicherer sein als in Deutschland und mich auch generell hier vor der Wehrpflicht oder einem Krieg schützen können. Denn diese Länder sind ja nicht involviert. Also bis zu einem gewissen Grad stimme ich dem zu, aber eben nicht aufgrund der Neutralität, sondern aufgrund der Aussage, die ich vorhin gemacht habe, dass man überall außerhalb Deutschlands sicherer ist als in Deutschland. Ich finde ansonsten, wenn man es wirklich ernst meint mit der Sicherheit, wenn man wirklich sagt, okay, was sind wirklich Länder, die geopolitisch sicher sind im Falle eines solchen Konfliktes, wo man rational hier Gründe finden kann, warum man dort leben sollte, finde ich natürlich die Idee, in die vorhin genannten neutralen Länder umzuziehen, kompletten Schwachsinn, ehrlich gesagt. Und wer sowas wirklich allen Ernstes empfiehlt, der hat im Grunde genommen bewiesen, dass er von Geschichte und von geopolitischen Fragen und militärischen Fragen absolut null Ahnung hat. Und ich denke, du solltest ihm nicht weiter zuhören. Ich gehe jetzt mal die vorher genannten Länder kurz der Reihe nach durch. Fangen wir mit Irland an. Irland ist ja seit den 1920er Jahren unabhängig, es war früher Teil des United Kingdom. Irland ist sehr stolz auf seine Neutralität. Hier ist vor allen Dingen die Neutralität stark verankert, weil man sich hier abgrenzen will zu Großbritannien. Man will also sagen, die Kriege, die Großbritannien führt, das sind nicht unsere Kriege. Wir wollen auch dafür nicht bluten. Wir stehen hier ganz bewusst und ganz entschieden und ganz aktiv im Abseits. Wir wollen uns daran nicht beteiligen. So weit, so gut. Nun muss man allerdings wissen, dass Irland komplett wirtschaftlich abhängig ist vom United Kingdom. Du kannst dich vielleicht an die Brexit-Verhandlungen hier erinnern, wo die britische Regierung unter Boris Johnson hier zunächst sehr taffe, sehr strenge Bestimmungen in den Brexit-Deal einbauen wollte hinsichtlich Irlands, so nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Tatsächlich ist Großbritannien der wichtigste Handelspartner für Irland. Fast alle landwirtschaftlichen Produkte werden nach Großbritannien verschifft. Viele andere Produkte auch. Es gibt Personenfreizügigkeit zwischen beiden Ländern. Es sind im Grunde genommen so wie Brüder, die so eine Hassliebe untereinander haben. Natürlich, offiziell hasst man sich mehr oder weniger, aber tatsächlich liebt man sich natürlich schon. Hier gibt es eine gigantische Abhängigkeit vom UK und zwar nicht nur auf wirtschaftlicher Art. Es gibt auch ein militärisches Geheimabkommen zwischen Irland und UK, wonach UK hier komplett für die Luftraumverteidigung von Irland zuständig ist. Aber das Ganze geht noch weiter. Während dem Zweiten Weltkrieg, trotz der Unabhängigkeit, sind extrem viele irische junge Männer für die Briten in den Krieg gezogen, weil eben der moralische Druck in der irischen Gesellschaft zu groß war. Sicherlich, man hatte seine Differenzen und sicherlich UK, das war eine Besatzungsmacht, aber wenn es dann gegen einen Feind ging, gegen einen Feind nach außen, in dem Fall die Deutschen, dann hat man sich hier sehr schnell wieder vereint. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass in einem Kriegsfall der Druck in Irland, innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Gemeinden hier extrem groß sein wird, hier für Großbritannien oder die NATO in den Krieg zu ziehen. Dass die irische Neutralität wankt, hat man ja jetzt auch im Konflikt Russland gegen Ukraine gesehen. Natürlich, die Iren haben sich hier bewusst auf die Neutralität berufen. Sie haben keine Waffen geliefert, aber dennoch natürlich hier schon Unterstützung, insbesondere für die Ukraine, hier geleistet. Ganz davon abgesehen ist Irland Teil der EU und viele wissen gar nicht, dass es auch im EU-Vertrag einen Bündnisfall gibt. Nicht nur in der NATO, wo ja jeder Artikel 5 kennt. Das Gleiche gibt es auch im EU-Vertrag. Das heißt, hier alle Länder sind verpflichtet, militärisch zu helfen, wenn ein Land angegriffen wird.
Natürlich wird im Falle zum Beispiel von Irland und Österreich hier auf die Neutralität beider Länder hingewiesen. Aber glaubst du wirklich, das hat Bestand, wenn es hier hart auf hart kommt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe, gilt ebenfalls auch für Malta und Zypern. Malta und Zypern waren beides Länder, die unter britischer Herrschaft waren. Auf Zypern hat UK heute immer noch die größte Luftwaffenbasis außerhalb des UK. Dort werden geheime Einsätze geflogen im Mittleren Osten, auch von den Amerikanern. Man hat in Zypern den ganzen Konflikt hier, diesen schwelenden Konflikt mit der Türkei. Es geht eben um Nordzypern. Jetzt gerade im Konflikt Israel und Gaza sind sehr viele Flüchtlinge sowohl aus Israel als auch nach Gaza dort nach Zypern gekommen. Man hat sie dort aufgenommen. Also du siehst, Zypern, das ist mittendrin in jedem Konflikt. Ist also Zypern geopolitisch nun wirklich sicher? Ich würde sagen, auf keinen Fall. Auch hier wieder das Thema EU-Bündnisfall. Und auch hier wieder eben starke historische Verbindung zu UK und eben die Tatsache, dass es dort eine große UK-Basis gibt, die tatsächlich als britisches Gebiet gilt und nicht als zypriotisches. Das heißt, die Zyprioten haben da eigentlich gar nichts zu sagen. Und auch zu Malta, ebenfalls ein neutraler Staat, gilt das Gleiche. Auch die Maltesen sind ja unabhängig geworden in den 60er Jahren. Sie haben ganz bewusst gesagt, wir wollen politisch neutral sein. Wir wollen wie Irland nicht die Kriege Großbritanniens führen. Malta ist hier extrem stark im Zweiten Weltkrieg bombardiert worden durch die Deutschen, weil es eben unter britischer Herrschaft war. Das heißt, es sind sehr viele Menschen gestorben und es gab auch sehr hohe Sachschäden. Und die Maltesen haben gesagt, wir haben darauf keine Lust mehr. Wir wollen unabhängig sein von Großbritannien. Wir wollen militärisch neutral sein. Dennoch ist auch in Malta natürlich hier eine starke britische Präsenz gegeben. Also auch die maltesische Luftverteidigung wird nach wie vor durch die Briten sichergestellt. Und auch was die USA dort für eine Rolle spielen, ist ziemlich undurchsichtig. Ich war selbst auf der amerikanischen Botschaft in Malta, habe mir da ein Visum geholt für die USA. So, Malta ist eine kleine Insel. Innerhalb von einer Stunde kommst du mit dem Auto überall hin. Es leben 500.000 Menschen dort. Aber diese amerikanische Botschaft, die ist gigantisch groß. Eine tatsächliche Festung. Ja, ich würde sagen, fast so groß wie die amerikanische Botschaft in Berlin. Warum ist das so in diesem kleinen Land? Es gibt in Malta eine amerikanische Schule. Du bekommst da dein Kind nicht hin, weil die ganze Schule, mehrere hundert Kinder gefüllt ist mit Kindern von Amerikanern, die dort in Malta stationiert sind. Und auch das liegt natürlich an der geografischen Lage. Malta ist ja nur 60 Kilometer nördlich von Afrika gelegen, ist also strategisch für die Amerikaner sehr wichtig, auch im Puncto Geheimdienstoperation, Abhörung und so weiter, alles eben ausgerichtet auf Nordafrika. Und auch hier wieder, Malta ist EU-Mitglied, das heißt, hier hast du auch wieder den möglichen Bündnisfall. Schauen wir uns zuletzt noch die Schweiz an. Auch die Schweiz ist sehr stolz auf ihre Neutralität. Es gibt ein interessantes Luftfahrtmuseum in der Nähe von Zürich. Da kannst du Wrackteile von amerikanischen Militärflugzeugen anschauen, die von den Schweizern abgeschossen wurden im Zweiten Weltkrieg. Die Schweizer haben hier wahllos Flugzeuge vom Himmel geholt, die die Neutralität verletzt haben. Deutsche, Alliierte und so weiter und so fort. Und die Überreste kannst du in diesem Museum sehen. Also ein sehr wichtiger Teil der Schweizer Identität, diese Neutralität, aber ist ja auch in den letzten Jahren komplett aufgeweicht worden. Die Schweiz hat zum Beispiel mehr Sanktionen gegen Russland verabschiedet als die EU. Ja, das ist nicht ein neutraler Staat. Es gibt viele Stimmen in der Schweiz, die sich hier gegen die Neutralität positioniert haben. Pro EU, pro NATO und so weiter und so fort. Gerade die jüngere Generation, neue Wähler, sind von dieser Idee ganz besonders begeistert. Das heißt, auch hier ist in puncto Neutralität jetzt auf die Zukunft hingesehen nicht besonders viel zu holen, wie ich meine. Und ob man sich darauf wirklich verlassen kann im Falle eines Falles, das muss man sich vorher gut überlegen. Und last but not least, ich hatte schon gesagt, Österreich, auch Österreich stolz auf seine Neutralität. Auch Österreich ist nicht Teil der NATO, aber natürlich auch hier, ich meine, wenn es wirklich zum Bündnisfall kommt in der EU, da kannst du überlegen, wie es um diese Neutralität in Österreich steht. Wahrscheinlich ist es um die Neutralität nicht besonders gut gestellt. Man sieht ja schon jetzt, dass das österreichische Militär hier in alle möglichen Manöver hier der NATO, der EU involviert ist und hier gemeinsame militärische Übungen macht. Das sind sicherlich nicht die Taten eines neutralen Staates. Also summa summarum sicher auf die Neutralität von bestimmten Staaten zu berufen, vor allen Dingen jene innerhalb der EU. Das wird dir, wenn es wirklich heiß herkommt, wahrscheinlich nicht sehr viel bringen. Das heißt, gerade in der EU, wenn du in einem EU-Staat versuchst, der Wehrpflicht zu entkommen, dann würde ich sagen, dass du dort sicherlich nicht so sicher bist, wie du es vielleicht vermutest.
Sicherer als in Deutschland, ja, das kann man sagen, aber wie viel sicherer, das hängt dann natürlich auch von der Art des tatsächlichen Konfliktes ab. Ich würde mich nicht darauf verlassen, wenn mir dieses Thema ganz besonders wichtig ist. Ich denke, dass man ganz klar sagen muss, hier, wenn du wirklich auf der sicheren Seite sein willst, dann muss hier deine Planung sich auf außerhalb der EU und außerhalb von Europa fokussieren. Erst dort wird das Risiko dann tatsächlich deutlich reduziert werden. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau zu solchen Themen zu beraten, nämlich Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz, dein Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen, ja auch ein Riesenthema. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.